Hast du das Gefühl, dass in der Stille der aktuellen Zeit etwas Neues keimen möchte, auch wenn die Form noch völlig im Verborgenen liegt? Am 19.03.2026 um 2:22 Uhr begegnen wir dem Neumond im Zeichen Fische, dem 12. Punkt im Tierkreis, der symbolisch weniger für ein Ende als vielmehr für einen subtilen Neubeginn steht. Wie in der Natur, wo die Samen unsichtbar in der Erde ruhen, lädt dich diese Zeitqualität ein, dem Unbekannten mit einer gewissen Offenheit zu begegnen. In einer Phase, die uns vielleicht dazu auffordert, unsere Bedürfnisse und Werte genauer zu betrachten, bietet dieser Neumond den Raum für Intuition und eine nüchterne Bestandsaufnahme. Bist du bereit, den Blick von den äußeren Umständen weg hin zu deiner eigenen Gestaltungskraft zu lenken? Wir schauen uns heute gemeinsam an, wie du diese feinfühlige Energie nutzen kannst, um alte Gewohnheiten zu hinterfragen und dir den Raum für weite Visionen zu erlauben. Willkommen zu einer neuen Folge von Soul, Nature and Stars, der Podcast. Egal, ob du gerade auf YouTube zuschaust oder unterwegs zuhörst auf einer Podcast-Plattform deiner Wahl, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Nicole, ich bin spirituelle Mentorin, Astrologin und Coach für Biografiearbeit. Gemeinsam tauchen wir heute tiefer in die Welt der Astrologie, der Spiritualität und der Selbstreflexion ein. Ein Neumond markiert energetisch gesehen einen Moment der Einkehr und der symbolischen Neuausrichtung. Da der Mond zwischen Erde und Sonne liegt und für uns unsichtbar bleibt, versinnbildlicht er das, was im Inneren wachsen möchte. In den Fischen erreichen wir eine Ebene, die uns dazu einlädt, uns Zeit für uns selbst zu nehmen und kreative Ausdrucksformen zu finden. Vielleicht nimmst du in diesen Tagen eine Veränderung in deinem Energiehaushalt wahr, die nach mehr Ruhe verlangen könnte. Es ist eine Phase, die dazu anregen kann, das Bedürfnis nach ständiger Kontrolle im Außen ein Stück weit ziehen zu lassen und Vertrauen in die eigenen Prozesse zu entwickeln. Der Fisch als intuitives Wasserzeichen bietet hier die Gelegenheit, die eigene Rolle im Leben neu zu bewerten und proaktiv die eigenen Werte zu erkunden. Lass uns nun die verschiedenen Konstellationen im Chart dieses Neumonds betrachten, die die aktuelle Zeitqualität beschreiben. Der Aszendent im Steinbock bietet eine gewisse Struktur an, während der Herrscher Saturn im Widder im 3. Haus steht. Der Neumond selbst findet auf 28 Grad Fische im 2. Haus statt, was darauf hindeutet, dass Themen der eigenen Substanz und Werte im Fokus stehen könnten. Besonders die Zeichen Zwillinge, Schütze, Jungfrau und Fische könnten diese Schwingungen jetzt verstärkt wahrnehmen. Ein wesentlicher Faktor bleibt der rückläufige Merkur, der uns dazu anhalten kann, in der Kommunikation besonders aufmerksam zu sein. Die Verbindung von Sonne und Mond, der eigentliche Neumondaspekt, bietet eine Gelegenheit zur inneren Wandlung an. Es ist wie ein Impuls, aus vergangenen Erfahrungen zu lernen und diese als Fundament für zukünftige Visionen zu nutzen. Wenn der Mond auf Saturn trifft, könnten Pflichtgefühl und persönliche Sehnsüchte in deinem Bewusstsein rücken, die nach einem Ausgleich suchen. Das Sextil von Mond zu Uranus kann eine geistige Beweglichkeit fördern und das Interesse an neuen Wegen wecken. Gleichzeitig lädt die Verbindung von Mond und Neptun dazu ein, sich mit der eigenen Identität auseinanderzusetzen und zu fragen, welchen kreativen Ausdruck du deinen Träumen geben möchtest. Durch das Sextil zu Pluto könnte zudem emotionale Zielsetzung eine stärkere Intensität erfahren. Ein weiterer interessanter Aspekt ist die Stellung von Lilith zu den Mondknoten. Ein Quadrat in diesem Bereich kann aufzeigen, wie wir zwischen verschiedenen inneren Impulsen hin und her gerissen sein könnten, wenn es um unsere karmische Ausrichtung geht. Lilith am aufsteigenden Mondknoten setzt einen Impuls durch, unkonventionelle Wege zu wachsen und vielleicht auch den Mut zur Abgrenzung von gängigen Normen zu finden. Das Quadrat von Lilith zu Merkur deutet auf mögliche Widersprüche zwischen den eigenen Überzeugungen und dem Umfeld hin. Dies kann dazu anregen, die Verbindung zur eigenen Intuition und zur Welt der Symbole wieder bewusster zu pflegen. Auch die Verbindung zu Mars ist spürbar und könnte sich in einer wechselnden Entschlusskraft zeigen. In Begegnungen ist dies oft eine Einladung, eine Basis zu finden, auf der die eigene Kraft und die des Gegenüber gleichermaßen respektiert werden können. Diese stillen Tage bieten sich für eine ehrliche Bestandsaufnahme an, bei der du dir in deinem Journal vielleicht ein paar Fragen stellen möchtest. Du könntest dich fragen, an welchen Stellen du bereits klare Grenzen setzt und wo dir dies vielleicht noch schwerfällt. Es lohnt sich auch zu hinterfragen, in welchen Momenten du dich möglicherweise Illusionen hingibst oder wo eine gewisse Furcht vor der Realität spürbar ist.
Vielleicht magst du auch erforschen, was deine eigentlichen Bedürfnisse und Werte sind, wenn du alle Erwartungen von außen für einen Moment beiseite lässt. Um diese Fische-Energie symbolisch zu begleiten, kannst du kleine Impulse in deinem Alltag integrieren. Es kann lohnenswert sein, an diesem Wochenende besonders auf die Bilder deiner Träume zu achten. In der Selbstfürsorge kann es hilfreich sein, sich Zeit für Kreativität zu nehmen, ohne dabei ein bestimmtes Ergebnis erzielen zu wollen. Als energetischer Anker werden Kristalle wie der Aquamarin oder der Amethyst oft mit der klärenden Qualität der Fische in Verbindung gebracht. Wenn du räuchern möchtest, könnten Sandelholz oder Weihrauch eine passende Atmosphäre unterstützen. Bei den ätherischen Ölen werden Melisse oder Lavendel traditionell für ihre angenehme Duftwirkung geschätzt. Formuliere deine Wünsche für diesen Neumond klar und bleibe dabei im Vertrauen, dass sich alles zu seiner Zeit entwickeln darf. Dieser Neumond in den Fischen zeigt Tendenzen der Verfeinerung und der inneren Klärung auf. Er lädt uns ein, die eigene Gestaltungskraft anzunehmen und weich zu werden, ohne die innere Stabilität zu verlieren. Es ist eine Zeit, die uns anbietet, proaktiv für die eigenen Bedürfnisse einzustehen und darauf zu vertrauen, dass jeder gesetzte Same seinen Weg zum Licht finden kann. Ich danke dir, dass du deine Zeit mit mir geteilt hast. Wenn du tiefer in diese Themen eintauchen möchtest, abonniere gern meinen Kanal auf YouTube beziehungsweise meinen Podcast und teile deine Gedanken in den Kommentaren. Werbung. Alle Links zu den erwähnten Ressourcen oder der von mir verwendeten Produkten findest du wie immer in der Beschreibung beziehungsweise in den Shownotes. Pass gut auf dich auf, sei sanft mit dir selbst und erinnere dich immer an dein inneres Potenzial. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.